Habt ihr Lust auf einen richtig köstlichen und einfachen Kuchen? Dann nehmt einfach Mehl, Vanilleextrakt und Zucker. Die gebt ihr zusammen in eine Schüssel. Ich füge jetzt hier noch Zimmertemperatur warme Butter hinein und als Backtriebmittel Hefewasser oder Wasserkefir. Das ist für mich der Ersatz jetzt für die Eier und für Backpulver, denn hier auf meinem Kanal zeige ich euch, wie man ganz einfach und lecker mit natürlichen Backtriebmitteln backt. Und dieser Mandarin-Schmandkuchen gehört einfach auf jede Kuchentafel und der ist wirklich super einfach. Ihr habt keine Aufgehzeiten und den Teig könnt ihr sogar ohne Handrührgerät oder Küchenmaschine kneten. Also hier einfach durchmengen und durch die Temperatur der Hand schmilzt die Butter auch sehr einfach. Und den fertigen Teig gebt ihr dann einfach noch mal kurz zur Kühlung entweder in den Kühlschrank oder an einen kühleren Ort, wenn es wie bei uns gerade ein bisschen warm in der Küche ist. So, und dann können wir auch schon mit der Füllung beginnen. Dafür habe ich hier Speisestärke in meiner Rainbow Bowl, gebe dann wieder Vanilleextrakt hinzu und ein wenig Pflanzenöl. Durch die Speisestärke sparen wir uns den gekauften Vanillepudding, also dieses Puddingpulver, was man sonst kauft, denn das ist meistens auch nur Stärke und Zucker mit ein bisschen Vanille, ja, künstlich hergestellt. Und wir wollen das alles ein bisschen natürlicher haben. Und dafür brauchen wir jetzt die Speisestärke. Da die ein bisschen störrisch ist am Anfang, vermische ich sie erst mit wenigen Zutaten, wie zum Beispiel den Eiern, und gebe dann ein bisschen Zucker noch hinzu und vermenge das Ganze so, dass ihr keine Klümpchen habt. Und erst wenn das gewährleistet ist, gebe ich die restlichen Zutaten hinzu. Hier seht ihr es auch wieder super einfach. Also der ist ganz schnell gemacht. Ja, das sieht doch gut aus. So, dann habe ich jetzt hier Schmand. Ihr könnt diesen auch, wenn ihr das ein bisschen leichter haben möchtet, aufgrund der Kalorien, auch mit einem Joghurt auswechseln oder ihr könnt das auch gerne mit Quark ersetzen. Ich verwende das jetzt tatsächlich so, wie es original auch bei einem Mandarinschmandkuchen ist. Verrühre das Ganze schon und dann habe ich das ausgetestet. Hier links habe ich jetzt 500 Gramm Magerquark, die jetzt noch hinzukommen. Ihr könnt auch, falls ihr diesen Kuchen backen möchtet und ihr habt zu Hause vielleicht nur einen Speise- oder Sahnequark da, könnt ihr das genauso verwenden. Wichtig ist, dass ihr die 500 Gramm habt. Das genaue Rezept mit den Mengenangaben findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Es kommt aber auch noch mal zum Schluss. Pausiert dann einfach das Video, dann könnt ihr euch wirklich ganz einfach 'n Screenshot machen. Und schaut mal, ihr braucht noch nicht mal das Puddingpulver aus dem Supermarkt teuer kaufen. Das hat jetzt auch schon aufgrund der Eier eine schöne gelbe Farbe, also ganz leicht nachzumachen. Und wenn die Creme jetzt schön durchgemischt ist, kommt jetzt noch die Milch hinzu. Und der erste Gedanke ist: das wird aber ganz schön flüssig. Keine Sorge, ihr müsst euch keine Gedanken machen. Das wird später dann beim Backen richtig schön fest. Aufgrund der Eier und der Speisestärke bindet das richtig toll. Und ihr könntet das jetzt so direkt später in den Teig geben, dann habt ihr einen wunderbaren Käsekuchen. Aber wir haben jetzt hier im Hintergrund, seht ihr schon, ein paar Mandarinen selber geschält. Die meisten nehmen ja die Mandarinen aus der Dose. Ich habe dazu schon ganz fürchterliche Berichte gesehen, wie die tatsächlich hergestellt werden. Und seitdem gibt es sowas nicht mehr bei uns. Wir machen das lieber selber. Und da kann ich euch als Tipp geben zur Entfernung der weißen Haut: Gebt die Mandarinen, wenn ihr sie schält, einfach in schön warmes Wasser. Danach nochmal die restliche weiße Haut entfernen und das sieht aus wie die aus der Dose, nur ohne Chemie. Dann habe ich die Backform eingefettet. Ich habe eine 26er genommen und bei den Mandarinen habe ich jetzt ein paar übrig gelassen, die dienen dann später noch mal als Dekoration. Und um noch mal kurz zu den Mandarinen zu kommen, ich mache das so, dass ich mir so kleine Weggläser nehme
die dann hineingebe, die Mandarinen, wenn sie geschält sind, und dann mit Zuckerwasser aufgieße. Da kommen auf 1 Liter Wasser circa 250 Gramm Zucker. Das wird dann einfach hineingegeben. Das funktioniert übrigens auch ganz wunderbar mit Orangenfilets, also wenn ihr Orangen schält. Und dann könnt ihr das einkochen und habt eure eigenen Dosenmandarinen in Anführungsstrichen und braucht nicht mehr die gekauften. Und ihr werdet es merken, geschmacklich wirklich total gleich, auch vom optischen, halt nur ohne Chemie behandelt. So, den Mürbeteig, den habe ich zu 2 Dritteln abgetrennt. Der eine Drittel dient gleich für den Rand und diese 2 Drittel habe ich jetzt mit ein bisschen Mehl ausgerollt, hier mit meinem kleinen Nudelholz. Gebt das dann hier in die gefettete Kastenform. Das ganze Equipment, was ich auch nutze, findet ihr wie immer auch unten in der Videobeschreibung. Und dann nehme ich das letzte Drittel, mache das zu so kleinen Rollen und werde damit den Rand machen. Circa 2 Zentimeter hoch, und ich habe den normalerweise dann gefüllt und gebacken. Zeige ich euch gleich nochmal. Besser ist es, wenn ihr einen Mürbeteig vorher ein bisschen blind backt. Das bedeutet, ihr braucht ein bisschen Backpapier. Ich habe das versucht mit meiner Dauerbackfolie zu machen. Das hat nicht so gut geklappt, deswegen musste ich jetzt tatsächlich doch wieder zu Backpapier greifen. Das verteilt ihr jetzt hier und dann könnt ihr Reis nehmen, Linsen oder wie bei mir hier diese Schwarzaugenbohnen. Die kommen jetzt hier rein und dann backt ihr das Ganze schon mal vor bei Ober- und Unterhitze für eine gute Weile. Und danach nehmt ihr das raus. Dadurch, dass wir das auf dem Backpapier gemacht haben, können wir die dann später ganz normal wieder weiter benutzen. Die sind also nicht verloren. Dann geben wir den Mürbteig noch mal rein in den Backofen und lassen ihn noch mal ein bisschen Farbe bekommen. Danach kommt die Füllung hinein. Das kann auch ruhig auf den heißen Boden sein. Wer auf Nummer sicher gehen will, kann auch noch mal unten ein bisschen Mehl bestreuen. Und hier seht ihr, ihr könnt das auch ohne Blindbacken zwar reingeben. Da habe ich aber tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass der Teig dann sehr teigig ist, auch wenn ihr das ungefähr 80 Minuten backt. Schreibt es mir aber gerne mal in die Kommentare. Backt ihr solche Kuchen immer vorher einmal blind vor oder gebt ihr einfach direkt die Füllung rein und backt ihn einfach so lange, bis er dann durch ist? Das würde mich mal wirklich sehr interessieren. Ich habe ihn mehrfach getestet und bei mir wird es tatsächlich am besten mit dem Blindbacken. Die Füllung, wenn ihr die reingegeben habt, egal ob blind gebacken oder nicht, einfach oben nochmal drauf geben. Die halten wunderbar, also die sinken nicht nach unten, obwohl die Füllung tatsächlich sehr flüssig war. Und dann könnt ihr mit den restlichen Mandarinen einfach hier nochmal ein bisschen dekorieren und ihr könnt es wirklich erkennen. Die weiße Schale ist fast gar nicht mehr da. Also das klappt super einfach und fertig gebacken sieht das Ganze dann so aus. Und schreibt mir doch mal bitte in die Beschreibung, in die Kommentare, nicht in die Beschreibung, welcher Kuchen darf bei euch nicht fehlen? Also welchen gibt es immer bei euch? Welchen Kuchen liebt ihr ohne Ende? Also bei uns ist es tatsächlich nicht nur der Mandarinen-Schmandkuchen, sondern auch die Erdbeerrolle, die nicht fehlen darf. Und in diesen Videos sehen wir uns bald wieder. Ich freue mich schon sehr auf euch und sende euch liebe Grüße, eure Emma.